Mein Name ist Thorsten Persegiel von der Uniklinik in Köln. Ich betreue hier die Professur für onkologische Bildgebung. Bei uns erfolgt die Befundung der Prostata-MRT in MINT Medical. Hier werden die Bilder zuerst im PACS normal geöffnet und befundet. Die Dokumentation erfolgt dann in MINT unter Hilfe der KI-Systeme, die hier integriert sind, die automatisch das Prostatavolumen segmentieren. Über kleinere Schritte hat man sofort auch die Prostatadichte automatisch berechnet und auch Vorschläge zu Läsionen werden unterbreitet, die man dann natürlich sich sorgfältig mit dem Expertenwissen noch anschauen muss. Aber wenn wir diese Befunde dann übernehmen, haben wir automatisch zu allen Läsionen direkt einen Screenshot der Abbildung inklusive der Übertragung automatisiert in die Prostataschemazeichnung. Ich bin persönlich ein sehr großer Freund der strukturierten Befundung in der onkologischen Bildgebung. Diese haben wir hier in Köln schon länger eingeführt für verschiedene Tumorentitäten. Hier gibt es viele Vorteile, die strukturierte Befundung liefert. Beginnt alleine, dass wir alle relevanten Daten somit strukturiert abfragen und damit auch in unseren Befunden inkludiert haben, diese so den zuweisenden Klinikern übermitteln können, in der Form, wie sie benötigen für Therapieentscheidungen. Ein weiterer großer Vorteil sehe ich hier in einer Universität, dass wir natürlich auch Weiterbildungsassistenten haben. Diese Assistenten lernen direkt, was sind die relevanten Informationen und die richtige Terminologie. Und zum Schluss liefert die strukturierte Befundung auch digitale Daten, die wir direkt wieder weitergeben können an andere klinische Subsysteme oder für die wissenschaftliche Evaluation. Wir arbeiten eng mit unseren klinischen Partnern zusammen. Das geht natürlich mit der Befundübermittlung in dieser strukturierten Form, natürlich auch in Tumorboards. Und gerade hier am Beispiel der Prostata-Befundung können wir sehr gut den Urologen unsere Befunde übermitteln. Alle Läsionen sind per Screenshots hinterlegt bzw. nochmal in Schemazeichnung, sodass die Informationen auch für den Weiterbildungsassistenten im OP direkt verfügbar sind, zum Beispiel für die systemische Prostatabiopsie, sodass die Läsionen in der Fusion im Ultraschall direkt gut wiedererkannt werden können. Durch die Nutzung von MINT konnten wir bereits eine Steigerung in der Effizienz der Befundung feststellen. Die aufwendige Segmentierung der Prostata entfällt sowie die aufwendige Dokumentation der einzelnen Läsionen mit Screenshots wird automatisiert jetzt durch die Software übernommen. Dies freut natürlich unsere zuweisenden urologischen Kollegen in-house wie auch unsere externen Zuweiser, die natürlich auch bei uns Bildgebungen durchführen. Die integrierte KI hilft uns hierbei maßgeblich bei der Segmentierung der Prostata und bei dem Vorschlag von möglichen Prostataläsionen als Second Reader und hilft uns hier auch nochmal, unsere subjektive Bewertung der Läsionen zu optimieren. Grundlegend werden wir in der onkologischen Bildgebung in der Zukunft mehr KI-Systeme speziell für gewisse Fragestellungen verwenden. Für die Prostata im Besonderen werden wir deutlich mehr MR-Untersuchungen durchführen, durch die neuen S3-Leitlinien hin mehr zur nicht-invasiven Diagnostik und Verlaufsbeurteilung, weg von den Biopsien. Das heißt für uns mehr Bildgebung in kürzerer Zeit, gegebenenfalls ohne Kontrastmittel und natürlich hier mehr Befunde. Und jegliche Unterstützung bei der Dokumentation hilft uns Experten natürlich, dass wir das tun, was wir wollen, nämlich die Bilder evaluieren und nicht aufwendige Dokumentationen durchführen.